Die Sportart Freeline gibt es erst seit 2003 und es geht eigentlich um eine Mischung aus Skateboardfahren und Inlineskaten. An der unteren Rheinwerft in Düsseldorf kann man das seit einiger Zeit auch schon beobachten. Da gibt es nämlich ein paar mutige junge Leute, die auch so ein bisschen als Freeline-Pioniere hier in Deutschland gelten. Tim Siebert hat sie getroffen. Skateboarden war gestern, Freeline ist der neue Skatespaß. Jetzt hat jeder Fuß sein eigenes Brett. Lukas Domenikus war einer der ersten Freeliner Deutschlands. Er weiß, wie der Sport funktioniert. Freeline Skates, das bedeutet, man hat für jeden Fuß eine Platte, einen für den rechten Fuß, einen für die linke. Man stellt sich so wie mit einem Snowboard drauf, man fährt den gerade. Und man hat ungefähr so eine Bewegung wie beim Snakeboard, also immer in einer Schlangenlinie. Kann sich auch richtig in die Kurven rein und rauslegen. Die Konstruktion ist denkbar einfach. Es gibt eine Standfläche für jeden Fuß und zwei hintereinander angeordnete Rollen. Für ein Paar zahlt man zwischen 120 und 150 €. Vorkenntnisse braucht man nicht. Wenn man am Anfang Probleme hat, irgendwie voranzukommen, man hat immer die Möglichkeit, man kann absteigen. Deswegen ist es nicht so gefährlich, wie es aussieht, besonders am Anfang eigentlich. Und deswegen, ja. Also wenn man anfängt, sollte man dann mit einem Fuß erstmal möglichst mittig auf den Skates draufsteigen. Den anderen Fuß kann man dann nachziehen. So, und um am Anfang ein Gefühl für die Skates zu bekommen, sollte man sich erstmal an einem Geländer langhangeln. Da festhalten und ein Gefühl für die Skates bekommen, die Füße drehen, damit man ein richtiges Gefühl dafür bekommt, wie man sich später fortbewegt. Und wenn man langsam diese Bewegung drin hat, die schlangenförmige Bewegung der Füße, kann man damit anfangen, sich an einem Geländer abzustoßen und alleine, ohne das Geländer, Gas zu geben. Mike Netz und Lukas Domenikus haben vor 3 Jahren mit dem Freelinen angefangen. Damals haben sie den Sport nach Deutschland geholt. Der Einstieg war jedoch nicht leicht, denn ihnen konnte noch keiner bei den ersten Schritten helfen. Wir wurden schon öfter als Pioniere da bezeichnet, weil in Deutschland, also als wir uns die Teile gekauft haben, es gab noch nichts, es gab kein Forum, es gab keine Internetseite, es gab keine Informationen. Wenn man irgendwas wollte, muss man auf die amerikanischen Seiten gehen und selbst da war es so begrenzt, weil man keine Englischkenntnisse hat. Also wir haben das auf jeden Fall ins Rollen gebracht hier in Deutschland. Mittlerweile freut sich die Freeline-Gemeinde über anhaltenden Zuwachs. Ein Grund dafür ist die Möglichkeit, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Das Besondere ist einfach, dass man noch keine Grenzen bei dem Sport hat. Man kann immer neue Tricks entwickeln, man kann immer die Grenzen nach oben pushen. Das ist was ganz Neues einfach. Und wir werden von hunderten Leuten am Tag angesprochen, was macht ihr da überhaupt? Und das ist einfach der Kick dabei, dass man was Einzigartiges betreibt. Wer sich selbst von diesem einzigartigen Fahrgefühl überzeugen will, trifft die Freeliner regelmäßig am Rheinufer. Hier gibt es dann auch jede Menge Hilfestellungen und Tipps für die ersten Meter auf den neuen Skates. Sieht spektakulär aus, das muss man sagen, die Sportart Freeline, und sieht auch gefährlich aus, das muss ich auch dazu sagen. Wir stellen auch gerne mal Ihre Sportart